Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube hier reinschalten. So, ist wieder einiges zu tun heute. Ich muss mich schon wieder schwer entscheiden, was wir heute tun. Wir haben zum einen hier wieder ein Event. Die flüchtigen Farben im Flug. Und da lässt sich einiges abräumen. Einiges. Also erstmal kann man einen neuen Charakter kriegen. Naja, neu. Ich habe alle schon, die es gibt. Ich muss mich noch entscheiden, welchen ich nehmen werde. Ich glaube, es wird Qingshao werden. Damit ich den auch mal hier auf Maximum kriege. Sternbild, da fehlen nämlich noch 2. Genau, den Wolkenbruch erhöhen wäre schon geil. Und noch geiler wäre natürlich hier nochmal das Maximum rauszuholen. Oder Xiangling. Wäre auch cool, Goba zu verstärken. Muss ich mir noch überlegen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Und es gibt, glaube ich, auch das Kostüm, das neue. Von Ningguang. Das gibt's auch gratis. So, was haben wir hier? Oh, Daily einsammeln. Sehr gut. Ah, da habe ich schon. Nee, habe ich noch nichts verpasst. Alles gut. Da können wir mit arbeiten. Gut, Windflucht. Ja, wie lange geht denn das noch? Ein Tag noch? Ah ja, nee. Da habe ich jetzt auch nicht viel gemacht. Hier können wir noch neue Probeläufe. Okay, das heißt, wahrscheinlich Xiao ist zu Ende. Keine Chance mehr. Ende Gelände. Richtig. Ist die Frage, worauf gehen wir als nächstes? Ganyu habe ich noch nicht. Brauche ich aber auch nicht unbedingt für die Teams, die ich bastel. Zhongli, einer meiner Notfallcharaktere, mit dem ich durch alles durchkomme. Auf jeden Fall eine gute Idee, den noch ins Team zu kriegen, beziehungsweise nicht ins Team zu kriegen, sondern zu verstärken. Was wäre denn Skelett der Erde? Bis zu 2 Hügelkämme. Macht zumindest ein bisschen mehr Schaden. Ja, nice, ist okay. Aber die späteren Dinger sind natürlich göttlich. So. Na, schade. Xiao hätte ich halt wirklich, wirklich gern gehabt, aber es hat nicht sollen sein. So. Also, wo waren wir? Flüchtige Farben im Flug. Ich weiß nicht, ob ich die schon machen kann oder ob ich den Archonten-Auftrag. Es gibt irgendwelche Quests, die man vorher machen muss. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt unbedingt hier der Wiederaufbau des Jadegemachs ist. Ich glaube mal nicht. Ich würde schauen, dass wir jetzt mal hiermit anfangen. Und dann gucken wir mal. Das geht 14 Tage jetzt noch. Das ist ja jetzt erst angefangen. Das heißt, da wird sowieso nicht das komplette Ding freigeschaltet sein aktuell. Aber erstmal hole ich mir noch hier... Na. Wie nennt sich's? Gleich wissen wir's. Erkundungsbelohnungen. Genau, so heißen die Dinger. Erkundungsbelohnungen. Die holen wir uns jetzt erstmal und dann gehen wir ins Event, wenn wir es denn machen können. Und dann können wir vielleicht noch den Archontenauftrag machen, weil Wiederaufbau des Jadegemachs klingt halt sehr sexy, finde ich. So. Ich fürchte nur, dass, ja gut, das ist dieses Laternenfest wieder, ne? Dass das schon eine ziemlich lange Questreihe wird. Die flüchtigen Farben im Flug. Aber man kann die neue Shenny kennenlernen. Auch nice. Ja, Ganyu oder Zhongli nochmal verstärken. Eigentlich wäre ich eher Fan davon, Zhongli zu verstärken, weil wie gesagt, für Ganyu ist halt echt stark. Aber ich habe halt gerade nicht so Pläne, wo sie jetzt reinpasst. Ich meine, ich könnte mir Pläne schmieden, aber dann fange ich ja schon wieder ein neues Team an. Ich muss ja erstmal die fertig kriegen, die ich in Arbeit habe. So, flüchtige Farben im Flug. Okay. Aktionsdetails. Müssen wir irgendwas... Wir müssen erst den Wiederaufbau des Jadegemachs machen. Okay. Keine weiteren Fragen. Damit ist dann unser Ziel für heute erstmal
gesetzt. Zum Glück geht diese Aktion relativ lang. Das heißt, es ist nicht tragisch, wenn wir es heute nicht anfangen. Das schaffen wir noch. So. Wie gesagt, ich finde eigentlich das sehr sexy, aber ich wollte ja Enkanomia erstmal fertig machen. Na, heute kriege ich aber die Tasten überhaupt nicht zusammen. Wo müssen wir denn hin? Ach Gottchen. Okay. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht doch erstmal den Archontenauftrag gemacht und dann Enkanomia. Hätte man vielleicht sogar wissen können. Stand bestimmt irgendwo in den Event-Vorschau-News. Hallo? Wo geht's hier weiter? Wie? Was? Wo? Wie? Wer? Warum? Da war ich doch schon hin unterwegs. Und dann hat's aufgehört. Ich wollte mich doch veräppeln hier. Meine Güte. Nee, habe ich aber Bock drauf eigentlich. Habe ich sogar mehr Bock drauf als auf das Event. Aber das Event muss... Ja, muss man nicht. Aber man verschwendet schon viele Geschenke. Wenn man es nicht macht. Deswegen... Ich könnte mir auch Ningguang gibt es auch gratis dabei. Man kann halt nur eine Figur ziehen. Nur ist gut. Eine Gratisfigur ist eine Gratisfigur. Ich weiß noch nicht, wer. Aber Ningguang habe ich jetzt nirgends wirklich eingeplant. Aber wenn ich für sie halt auch ein Kostüm kriege, wäre es ja doch irgendwie nice, sie in einem Team mal zu haben, ne? Oder zumindest mal zu wissen, wie man sie spielt. So, ich sammle mal ein bisschen hier, wenn wir schon dran vorbeikommen. Kann man ja immer brauchen. So. Dann bauen wir das Jadegemach wieder auf. Ich hoffe, das geht nicht als... Ja, doch, das wird schon eine ganze Weile gehen hier. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Ja, finde ich gut. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. Ja. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much Ui. lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Mhm. Und alle schütteln den Kopf. Wieso? Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plaustrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plaustrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, wenn du ja time so is sicher money, bist. more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. Schon wieder ein bisschen wackelige Übersetzung. Sie sagt zwar immer du, aber eigentlich meint sie alle. Ne? Sie will quasi einen Wettbewerb unter denen auslösen, also eine Konkurrenz
Dass die sich ein bisschen beeilen hier. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but, I have some business to do. Ich bin dann mal weg, genau. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! Lass uns hingehen und es uns ansehen. Und sie sagt einfach nur, lass uns mitmachen. So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Es ist wirklich möglich, alles zu fragen. Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Vielleicht kann ich was über meinen Bruder herausfinden. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Ah, es gibt Wichtigeres. Then we'll never be short of Mora ever again! Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we better get going. Super First, busy. we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. Okay. No, I don't need it. Don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Was? Wieso? Was hat sie getan? Na, hallo Tron. Einen schönen Abend. Neuer Abschnitt. Okay. Did you hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. Infos, Infos. Infos. They're not here. Let's keep looking. Davon. Die belästigen die Dame schon wieder. Schweinerei. Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some Mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us? Okay, Spielschulden, darum geht's. I've already told you. I don't need your information. Eure Information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget.
Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. Aha. I won't. Sowas nenne ich einen Überfall? No more excuses! I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Liyues Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyu at kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. Das nennt man Lebensmittelverschwendung. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. Oh. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. Werden sie All verklagen. the better. We'll sue her for everything she's worth. Diese Typen kaufen und verkaufen mit Gewalt. Oh, you again. Ah, die kennen sie wohl. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Problem erledigt. Alles in Ordnung? Shenhe. 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 Stimmt das? Kommt das hin? Shenhe? Shenhe. My name. Oh, so your name's Shenhe. Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. Ja, aber, You can't do that. That's way too violent. ja. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? Hast du nicht von den Gesetzen hier gehört, Shenhe? No, apparently not. Man darf keine Menschen mit dem Kopf 3-mal auf den Boden schlagen. Really? So, how exactly have you... Wieso denkst du überhaupt, dass man das darf? Das scheint irgendein Geräusch zu sein. That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. Aber warum isst du dann über... She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Ja, And warum? of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Das sind medizinische Kräuter. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. Die isst Blumen? After all, you can't work on an empty stomach. Also, Salat? Ausschließlich? Do you think Shenhe might be an adeptus? Ja, irgend sowas in der Richtung wird's wohl sein. Seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. If she is an adeptus, that would explain everything. Where does she fit in with the other adepti, though? Paimon's super curious. Haha, er fischt. Einen schönen guten Abend, NekoTube. Wie immer, danke für die Bits. Oh, jetzt habe ich einen Fisch aus Versehen eingesammelt. Oh, noch einer. Hier sind Fische drin. Gar nicht gesehen. So, wir müssen jetzt schon zum nächsten.
Was wollten wir? Wir wollten essen. Essen. Also eigentlich die Standardbeschäftigung in diesem Spiel. Essen gehen. Den Fisch erfischt, genau. Aufs Stichwort. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Ginseng, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. Okay, das ist eine What kind Menge. of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them. My hunger has now abated. Thank you. Wie hat's geschmeckt? Rather awful. Warum? Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of Ja, food and eat it all in zweifellos. one go. Zweifellos, Because I'm Paimon. not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shinha? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Well, you really don't have to. But having an adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Dann nichts wie los. Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Ich weiß nicht genau, worauf das hinauslaufen wird. Oh, that is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Ja, aber... Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Quartz, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Baishu, what are you doing out here? Wann kriegen wir den denn endlich als Charakter? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Na gut, der hat noch ein Element, das ist noch gar nicht offiziell released. Deswegen wird der wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis er kommt, ne? Huh? How come Lady Ningguang Zumindest needs so ist das die much wound Vermutung. dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Hier sitzt er an seinem Gürtel. Das grüne Ding. Das Auge. Das Element gibt's noch nicht. Offiziell. Oh, Also zumindest and nicht she bei also borrowed Characters. Chi-Chi. Meaning spielbaren Boo Boo Pharmacy Charakter. is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time Die work hat auch by jeden any da zur chance? Arbeit rekrutiert, oder?
other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called sunset vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, sunset vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all sunset vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I Wie, do. der ist schon verkauft? Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Okay. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Ah, Wiederaufbau des Jadegemachs ist abgeschlossen. Das heißt, jetzt könnten wir flüchtige Farben machen? Nee, Bewunderer der Meeresdämmerung müssen wir jetzt auch machen. Das war jetzt die nächste, oder? Ja. Okay. Wir müssen die ganze Quest durchziehen. Ja, ich hätte sie sowieso durchgezogen, glaube ich. Jetzt so halb aufhören und dann zum Event rüber ist ja auch irgendwie doof. Schauen wir mal, wie schnell wir heute sind. So, dann erzähl mal was. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Xingshu. Nicht Xingshao, Xingshu? Okay, na gut. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're Die here. bringt einfach mal die halbe Stadt zum Explodieren, die Frau, oder? We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of sunset vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. Nee, nur zufällig. Das interessiert uns. As well? Do you mean... Oh, The truth Konkurrenz. is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some sunset vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction. And a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. Ach, die Shenhe, die hat garantiert eine Menge Kohle und At kann the uns end den of the day, kaufen. it all Zum comes down Dank. to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. Okay, das ist viel Geld. 500 million! So viel. Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any sunset vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Von dem höre ich zum ersten Mal. Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some sunset vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Das heißt, wir gehen jetzt auf Schatzsuche. Luckily, Okay. I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other... That's great! But is it really okay for
us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, you know, disrespectful with him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Seagazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Nicht? Open-minded? I have not heard of Seagazer being described in this way before. Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, Ein let's go. Gerücht in den Bergen. Okay. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Adeptenbehausung. Jetzt suchen wir hier schon Adeptenhäuser. Ach Gottchen. Ansehensbelohnung für Liyue. Ach, noch vom letzten Mal. Ach du meine Güte. Ah ja. Belohnung. Ich habe da schon Stufe 10. Viel Belohnung gibt's da nicht. Welche Richtung? Da. Nee, da. Haben's gleich. Kann sich noch um Stunden handeln. So. Adeptenbehaus. Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Gut, das ist eine Erklärung. Hey, look! Is that a new Celia over there? Dann folgen wir da mal. Selien sind zum Jagen da. Halt! Stopp! Ach Mensch. Ey. Veräppelst mich doch. Selie, du. Ey, da war ich doch. Oh, da war ich doch gerade. Celia got to here and then disappeared. Should we go over and take a look? Ah ja. Truppenstufe 90 empfohlen. Geo fehlt noch. Eis, Feuer. Ja, dann werden wir wohl Fischl heute mal rausschmeißen. Oh, was war denn hier Schönes? Ein bisschen Kohle. A walk would be nice. Ab dafür. Na? Oh, Zeit haben wir noch. Weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy
from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? Shenny, was denkst du? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. Ach du Schande. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Gut, sind wir vorsichtig. Oh, wir dürfen sie jetzt spielen. Okay. Oh, nice. Wie kommen wir jetzt darüber? Doofe Frage. Können wir einfach hier das als Anhaltspunkte nehmen und geradeaus durch oder fallen wir dann? Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Ich würde einfach von Punkt zu Punkt rennen. Vielleicht kann man auch einfach quer durch die Wolken laufen. Ich weiß es nicht. Aber ich will es auch nicht riskieren. Manifest! Obey! Kaputt. Unleash! Ah ja, okay. Ich will wieder hoch. Lasst mich, lasst mich. Danke. Obey! Spirit Blade! Attack! Traut mir eh nix, oder? Na? Sag mal, du sollst nicht da... Alles geht doch. Kaputt machen. Ah. Okay. Oh! Baum war ein wenig im Weg. Oh, das ist ja praktisch. Next one. Okay. Nehmen wir gerne an. So ist ja nicht. Ja, komm, übertreib's nicht. Angeber. Witness the power of Gugwa! Ist noch wer? Nein? Gut. Kommen wir jetzt am besten dahin? Wie kommen wir hier wieder weg? Kommen wir einfach... Ah, hier ist noch irgendwie so ein... Da kommen wir auch nicht hin, oder? I ride on wind and cloud alike. Ah, okay. Vielleicht hätten wir auch einfach so hinlaufen können, wer weiß. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Manifest! Obey! Do your master's bidding! Okay, die haut einfach alles kaputt. Manifest! Rain outlines your fate. Huh? Ach nee, das bringt uns nichts. Let me weave you a verse. Submit for judgment. Order guide you. Solidify. Unleash! By ordinance divine, the core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Sollen wir ihn hauen, oder? Ah. Rain outlines your fate.
Ha! Oh, oh. Ja. Schon alles gut. Alles gut. Der wacht doch gleich auf da. Aua! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Fourth, my plan. Rain cutter. Stabilize. This is order. Manifest. Get them. Swift and merciful. Ups! Aua! Fourth, my plan. Submit for judgment. Witness the power. Order guide you. Gather. Achso, so. Cryo incarnate. Obey. Spirit blade. Attack. You're toast! Rain outlines your fate. Swift and merciful. Out of the frying pan, into the fire! Manifest. Na, sag ich doch, dass der aufwacht. Ist doch logisch. So klar. Das war ja so klar. Oh, ich kann nicht fliegen. Ah. Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. Hey, that Seelie's on the move again. Let's catch up with it. Welche Seele? Ich habe keine gesehen, aber gut, dass du es erwähnst. Huh. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. Ah, es geht noch weiter. Nee, in die Richtung nicht. In die Richtung? Auch nicht. Was stand da? Er wird wie bleibt wie angewurzelt stehen. Ja gut, wir können ja auch hier lang. Kein Ding. Oder? Nee? Können wir nicht hier? Gut. Jetzt im Ernst? Das ist doch hier löchrig wie ein Schweizer... Nee, Erde hilft auch nicht. Stein bleibt da wie angewurzelt stehen. Dran hochklettern können wir auch nicht vermutlich. Nee. Aber wieso können wir denn hier nicht lang? Das ist doch blöde. Ach so, hier ist noch ein Stein. Ah. 17. Hier ist noch einer. Ach du Schande, was ist denn hier los? Das sind ja... Wie viele sind denn das? Okay. Body and mind. Irgendwas zu... Nee.
dachte, vielleicht gibt es hier noch irgendwo was zu finden. Ah. Nö. Das war's. Okay. So. Jetzt müssen wir das hier freischalten, vermutlich. A touch of frost. Help! Legionnaires attacking me! Boba, get them! Ey! Mach was, Junge! Bleib nicht stehen. This is order. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Unleash! Do your master's bidding! Swift and merciful. Order guide you. Solidify. Know my sword! Witness the power of Gugwa! Submit for judgment. Nice and spicy! Manifest! Obey! A touch of frost. Na, komm schon. From whence you came. Stabilize. Manifest! Boba, get them! One with my blade. Na? Kommt doch sicher gleich noch welche. Es war so klar. Hallöchen. Nicht gleich zwei. Ist ja gut. Manifest! Ach, Junge, du musst schon was tun, sonst wird das nichts. Nothing to fear. Stabilize. Offensichtlich ja doch. Nothing to fear. Nice and spicy! Know my sword! Rain cutter! This is order. Cryo incarnate! Unleash! Spirit blade. Attack. Forth my blade. I will have order. Oh, bisschen übertrieben. Na gut. Gather. Rain outlines your fate. So. Ach Gott, jetzt fallen wir noch... Oh. Ich wollte gerade sagen, wir fallen noch tiefer, aber... Nein. Anscheinend nicht. Look, over there! Could that be the sunset vermilionite? Ich bin nicht ganz sicher, wo ich hintreten darf und wo nicht. Know my sword! Aha. Eine Truhe, die nehmen wir natürlich schon mal gerne. Nice. So, nichts wie hoch. Ja. Is this it? Is this the sunset vermilionite? It's so huge! Das Jadegemach ist ja auch sehr groß. That's true, but then again, why isn't it floating? Ist da nicht eine Decke drüber? Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Du bist so kenntnisreich. Only because my master is fond of chatting about these things.
The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Meisterin von Shenhe ist... Hold on a sec! I might just realize something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Ja. Don't worry. I can handle the weight quite easily. Okay, womit? Mit der Macht. Are you sure? Please don't worry. I'm well aware that a plaustrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. Shenhe, du sollst deinetwegen vorsichtig sein. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the plaustrite. Let's meet at the building site later. Auf der Schulter! Able to carry that huge rock all by herself. Adepti super strength much? Das hätten sie jetzt aber gerne zeigen dürfen. Das hätten sie jetzt aber sehr gerne zeigen dürfen. Was ich gerade gucken wollte, gibt es eigentlich für die Probeläufe wieder... Ja, Urgestein. Aber nur einmal, ne? Ah, nee, zweimal 40. Okay. Ja. Eine Ziehung, obwohl wir haben ja noch hier so eins. Vielleicht gleich mal eben eine Ziehung machen. Aber welchen jetzt? Ganyu oder Zhongli? Gucken wir erstmal hier. Was ist denn gerade beim Händler so im Angebot? Das ist auch interessant. Ups. Bewunderer der Meeresdämmerung. Immer noch. Interessiert mich gerade auch. Rares? Na komm schon. Ei. Xiangling noch, okay. Nichts Neues dazu bekommen. Wollen wir mal einmal den ziehen? Wir haben ja ein Gebet. Gehen wir auf Zhongli. Nix. Schade. Das wäre jetzt auch eine Ziehung Zhongli. Da hätte ich aber geschrien, weil ich wollte ja eigentlich Ciao. Every journey has its final day. Don't rush. Aber hey. So, können wir wieder unsere Truppe zurücksetzen. So, auf dem Feld brauche ich Zhongli nicht unbedingt. The threads of your fate lie in my... So, wo müssen wir hin? Zurück. Achso, irgendwo bei der, beim Dingsbums. Hier, bei der Goldstube, genau. Okay. Gut, das können wir fast sogar laufen. Ja, gehen wir hier hin. So. Das ist doch noch ein ganzes Stück, meine Güte. Ach, ich hätte auch einfach zur Goldstube teleportieren können, ich Eumel. Mann. Wobei jetzt der
Entfernungsunterschied gar nicht so groß ist. Na gut. Obwohl, jetzt müssen wir klettern, oder? Denk mal, hier ist das Baugerüste, Tatsache. Waren die vorher auch schon da oder sind die jetzt extra für die Quest dazu? Die sind bestimmt extra für die Quest dazugekommen. Cool. Okay. Wo gehen wir denn am besten hoch hier? So. Okay. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those Adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing, so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. Ja, hätte ich auch gern. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? Ey, wir haben zusammengearbeitet, nicht hier alleine. My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Ah, du hast Ehre. Okay. Shenhua, and Ningguang's little helper. Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plastrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary. Bei uns heißt das Assistenz. Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of plastrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. What? Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, really? What kind of reaction is that? Oh, so strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. Der Paimon hat's auch nötig. I've had similar compliments before. They call me an Adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how Adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? Geht's dir gut? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. Na, wenn dir das reicht. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. Die hat dieses Riesending getragen. Es wird schon gut gehen. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Herbergen sind definitiv komfortabler als die Wildnis. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Okay, wo müssen wir hin? Da hinten irgendwo. Ach, hier gab es doch, glaube ich, auch eine Nebenquest. Juan, hallo. Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left.
Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Ja, lass ihn uns überfallen. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Okay, ruh dich gut aus. See you tomorrow. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi. Ich klettere mal einfach zu ihr hoch. Hey, Adeptin! Hallo! Hier unten! One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? Ist wahrscheinlich keiner. On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? Ach so? Paimon neither. This is a real surprise. Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Ja, doch. Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. Ja, When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. Okay. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then... In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued,
one suspects that Shen-He may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Da hatte sie gerade Lust drauf. Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Die Meisterin, von der Shen-He immer sprach, ist also... Indeed. It is one to whom she refers. Shen-He has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Also Ethikbewusstsein ist ein bisschen schwierig bei ihr. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. Ach Gottchen. Ups, da hat jemand gelauscht. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shen-He's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you. And take good care of her. Ja, bin ich jetzt Kindermädchen hier oder was? Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shen-He because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Inwiefern? Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Also, be geh ins sure Bett. to get Husch, ample husch. rest. Genau. Na denn, warte auf morgen früh. Shen-He isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. Warte bis morgen früh. Gut. Ah, reicht. Man kann es aber echt nicht beschleunigen. Hey, so Shen-He. Master has relayed my situation to you, I take it? Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is very talkative.
Ja, das allerdings. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but... It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title, Friend, very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. Ach stimmt, da war ja was. Before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. Hey, Sekretärin! After all, sunset vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Schön. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. So, können wir jetzt? Wahrscheinlich nicht. Jetzt sagt er jetzt bitte das nächste Mal. Ja. Gut, wir müssen das Ding durchziehen. Macht ja nichts. Haben wir ja noch Zeit noch. Aber wenigstens das nächste Mal schon wieder was zu tun. So. Ist noch hier wieder irgendwo hoch. Haben die hier schon wieder umgebaut? Was ist denn das hier? Oh! Hat sich schon was getan? Oder gucke ich jetzt schief? Das sieht ja schon mal spannend aus hier. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich kletter jetzt einfach mal, ne? Wahrscheinlich. Oh, guten Tag. Nee, irgendwo weiter runter. Hier? Ah, das sieht gut aus. Hä? Hallöchen! Ist ja richtig was los hier? Look! Look! The Jade Chamber is floating into the sky! Was? In einem Tag? But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beidou! And hey! Person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Ah, habt ihr auch einen mitgebracht? Beidou? You're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Rein zufällig. Ganz zufällig. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of Na gut, dass wir nicht auf den anderen geboten haben. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yun Jin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Eine Sängerin. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is...
Sorry, not sure we've met. Shenhe. I am their friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. Du magst Leute ja sehr schnell. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plaustrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Naja, aber... Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? Das heißt, jeder, der einen mitbringt, hat schon mal Punkte gesammelt? Okay, ich hätte jetzt gedacht, der den besten bringt, hat gewonnen. Punkt. Und natürlich noch die anderen Teile. No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Ja, klingt nach einem Plan. Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plaustrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Su Ling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Ja, lass uns gemeinsam hingehen. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go. By the way, what question are you gonna ask Ningguang Yun Jin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. Eine Oper? It's called The Divine Damsel of Devastation. Frag Herrn Zhang. Ach so, ja, das ist der Schmied, ne? Oder wie war das? Oder? Bist du Herr Zhang? Wahrscheinlich nicht. Doch, Herr Zhang. Na also. Das ist mit Erzadern aus Liyue. Ja.
Ja, schön. Aber irgendwie kriege ich hier keine Quest. Der Auftragsort wird anderweitig beansprucht. Bitte prüfe die Details. Okay, der Auftragsort wird derzeit vom Auftrag Hernach die Spur von Pervases beansprucht. Bitte schließe diesen zuerst ab. Was? Okay. Das war das, wo ich zufällig mal bei dem Koch vorbeigelaufen bin. Echt jetzt? Jetzt müssen wir erstmal hier so eine Quest noch machen. Die ist einfach gestartet, weil ich hier vorbeigerannt bin. Och Mann, ey. Jetzt wird's aber wieder umständlich. Wie du den Duft von gegrilltem Tigerfisch riechst, wirst du plötzlich an jemanden erinnert, der dir einst geholfen hat. Was darf ich euch bringen? Gegrillten Tigerfisch, 3-mal zum Mitnehmen. Gut, du kannst hier einen Moment warten. 3 Portionen, eine für dich, eine für Paimon und eine für... Ich möchte nach Pervases sehen. Meinst du den, der uns die 7-Sterne-Lampe und das Räuchergefäß geschenkt hat? Ach ja, Paimon erinnert sich, dass Pervases sagte, er vermisse es, Tigerfisch zu grillen und zu essen. Aber Pervases sollte jetzt schon weg sein. Aber sehen wir mal nach. Lass uns gemeinsam hingehen. Als Paimon Pervases vorher dort getroffen hatte, war der Tempel schäbig und alt. Außerdem schienen daneben Spuren einer Schatzräubergruppe zu sein. Hoffentlich wird die Statue von Pervases nicht beschädigt. Bitte sehr, deine 3 Bestellungen von gegrillten Tigerfisch sind verpackt und stehen für dich bereit. Es riecht so gut. Matzo, also lass uns aufbrechen. Was hat das jetzt mit dem Schmied zu tun? So, jetzt kann ich ihn fragen. Toll. Wieso war denn jetzt der Zhang blockiert durch den Koch? So, jetzt müssen wir es aber ja auch durchziehen. Das ist aber... Ist das nicht ein Inazuma? Nee, wer war denn Pervases? Na, wenigstens ein Teleport in der Nähe. Ah, ich muss mal kurz... So. Ah, hier die Ecke. Ach, ciao. Hallo? Was machst du denn hier? Bist du auch hier, um Pervases zu sehen? Ich bin nur vorbeigekommen und habe einen Moment angehalten. Weshalb seid ihr gekommen? Wir sind hier, um Pervases zu sehen. Trotzdem ist es hier das gleiche Chaos wie beim letzten Mal. Offensichtlich wurde ein Tempel gebaut und eine Statue angefertigt. Warum ist nicht jemand gekommen und hat sie instand gehalten? Vielleicht vergessen. Kann man das vergessen? Ein Jagdschar war schließlich ein großer Held, der Liyue beschützt hat. Ciao, bist du böse? Nein, die Mission der Jagdschars ist es zu beschützen, nicht, dass man sich ihrer erinnert. Genug davon. Kommen wir schnell zu den gegrillten Tigerfischen. Nun, wenn du auch essen willst, Xiao, können wir jeweils die Hälfte des gegrillten Tigerfisches für dich abschneiden. Nicht nötig. Hilfe, ich brauche Hilfe! Was war das für ein Geräusch? Es hörte sich an, als würde jemand um Hilfe rufen. Dort! Los! Was? Pack den gegrillten Tigerfisch ein! Paimon hat es doch noch nicht gegessen! So, wem helfen wir jetzt? Und schon sind wir wieder abgelenkt. So, next one. Ey! Nicht die Leute mobben. Sonst mobbe ich zurück. Danke, Meister. Danke, Held. Was für ein Zufall, dich wiederzutreffen. Kennst du uns? Wie könnte ich das vergessen? Wer bist du? Mein Name ist Wang Piyang. Erinnerst du dich? Nach den Sternen greifender Himmelsfürst? Was? Nein, nein, nenn mich bitte nicht so. Ich wollte gerade einen Tempel in den Bergen besuchen, der den Jagdschar Pervases gewidmet ist. Doch kurz nachdem ich den Berg betreten hatte, geriet ich ins Visier dieser Gruppe von Schatzräubern. Danke an den Meister, der mich rettete. Moment, was machst du in Pervases Tempel? Willst du etwa die Statue von Pervases?
Nein, an so etwas würde ich nie denken. Was hast du denn vor? Ich wollte diesen Tempel neu gestalten. Ich bin heute vorbeigekommen, weil ich mir diesen Tempel noch einmal genauer ansehen wollte, um die Materialien zu besorgen. Unerwartet wurde ich auf halbem Weg von einer Gruppe von Schatzräubern angegriffen und musste fliehen. Aber ich rannte und verirrte mich. Du weißt, was danach geschah. Gehen wir rüber zum Tempel, erzähl uns mehr. Ja, das ist nicht der richtige Ort zum Reden. Lass uns erst zum Tempel gehen. Wenn du etwas zu sagen hast, lass uns dort drüben darüber reden. Geht dir nur, ich habe zu tun. Oh, du willst schon gehen? Und schon ist er weg. Der Tempel ist immer noch so baufällig. Warum willst du plötzlich den Tempel reparieren? Ja, es ist eine lange Geschichte. Ich habe schon eine Menge Informationen gesammelt, um mich als Adept auszugeben. Habe ich nicht ein Gelübde des Gehorsams gegenüber dem Guten abgelegt, nachdem ich bei dieser Gelegenheit vom Meister unterrichtet wurde? Als ich zurückkam, wollte ich all diese Informationen vernichten. Aber dann dachte ich, anstatt diese Informationen zu vernichten, würde ich sie und die Taktiken, die ich bei meiner Täuschung angewandt habe, zusammenstellen und sie an andere weitergeben. Dies kann helfen, einige Betrüger zu erkennen. Ich hatte nicht erwartet, dass die von mir erstellte Broschüre wirklich vielen Menschen bei der Betrugsbekämpfung helfen würde, und selbst die Mitarbeiter des Rats für allgemeine Angelegenheiten sagten, dass meine Broschüre sehr nützlich sei. Zusätzlich zu dem Teil, den ich selbst geschrieben habe, bat man mich, weitere Inhalte zur Betrugsprävention aufzunehmen. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten hat mir dafür viel Geld gezahlt. Zusätzlich zu dieser Broschüre arbeite ich an einem weiteren Buch über den schützenden Yaksha. Ich möchte dieses Buch nutzen, um allen die Geschichte des schützenden Yaksha nahezubringen. Dabei konnte ich mein ganzes Wissen anwenden. Dieser Tempel des Pervases wurde ebenfalls entdeckt, als ich mein Buch über den schützenden Yaksha schrieb. Es heißt, dass der Tempel ursprünglich von den Vorfahren zum Gedenken an Pervases, einem Yaksha, errichtet wurde. Aber als ich diesen Tempel fand, hatte ich wirklich nicht erwartet, dass er in einem derartigen Zustand sein würde. Als ich zurückkam, dachte ich darüber nach und beschloss schließlich, die Kosten selbst zu tragen und den Tempel wieder aufbauen zu lassen. Schließlich habe ich es den Leuten des Meisters zu verdanken, dass ich auf den richtigen Weg zurückkehren konnte. Die Wiederherstellung dieses Tempels ist ein Weg, um für all die Fehler zu büßen, die ich zuvor begangen habe. Nun, das klingt nicht nach etwas Erfundenem. Matsu, was denkst du? Es klingt echt. Was soll das heißen, es klingt echt? Es ist echt, es ist wahr. Vergiss es, du kannst denken, was du willst. Wenn du mir wirklich nicht glaubst, dann komm nach dem offiziellen Baubeginn und überzeug dich selbst. Okay. Wie? Das war's jetzt? Okay. Scheint wieder so eine Questreihe zu sein. Scheint wieder so eine Questreihe zu sein. Na gut, wir waren uns ja jetzt nur kurz im Weg. Jetzt gehen wir mal wieder dahin, wo wir aufgehört haben. Wenn der Staub der Vergangenheit erzählen könnte. Aber warum war denn jetzt der Schmied blockiert, wenn es eigentlich um den Koch ging? Ich verstehe es nicht. Naja, wer weiß. Guten Tag. Ah, hello. Are you here for something off the shelf? Or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yun Jin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yun Jin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yun. Sorry. My brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yun. Even folks who don't make it to the opera all that often. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them.
Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. Jo, wo auch immer man das If I herkriegt. remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Aha. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. Wie sollen wir es dann finden? I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Hinter einer Paywall blockiert, genau. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. So. Erz sammeln. Hier waren wir doch schon mal. Ist doch immer dieselbe Ecke. Ist doch immer dieselbe Ecke. Jetzt, wenn da schon das Erz markiert ist, das andere, dann würde ich das vielleicht auch noch holen. Wo ist es denn? Ach so, wahrscheinlich hier irgendwo drunter. Da ist, glaube ich, irgendwo eine Höhle oder so. Nee. Da ist was. Ach, doch, da. Ah. Submit for judgment. Rain cutter. So. Das sieht doch fein aus hier. Nehmen wir gleich alles mit. Wir müssen irgendwie weiter hoch. Aha. Hier war er doch schon. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. Oh, this is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks.
and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. Naja. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. Cool. You're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and the vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." Na, wie nett. What a nasty piece of work. Paimon sure hopes this monster gets put in its place. But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No, don't do it, little girl. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. Jenny? I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon. Let's go get ourselves some Star-Splitter Iron. Yeah! Stimmt, wir wollten Erz sammeln. Erz sammeln! Okay, das müssen wir jetzt mit dem Auge suchen, oder wie war das? Ey! Seid ihr? Nee. Aber das nehmen wir natürlich auch. Das nehmen wir natürlich auch mit. Aua. So, sollte das nicht irgendwie resonieren? Sieht zumindest nicht verkehrt aus, hier hochzuklettern, oder? Oh, was haben wir denn hier? Aha! Eins haben wir gefunden. Da hinten ist noch was. Aha. We should be enough Star-Splinter Iron. Now we just need to find that Sabrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Ja, dann machen wir das doch.
Loot. Hey, there really is someone here. Echt eine Schande, dass Menschenopfer aus der Mode gekommen sind. Oh. Yun Jin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you Es gibt so schöne Geschichten daraus, ne? Hm. Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yun Jin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. Okay. If that's okay with you, Uncle Ming Jin. It's... Aha. It's... Oha. Shenhua. Shenhua. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Was denn? Im Mittelalter hat man die Pest auch wunderbar mit Hexenverbrennung bekämpft. Und jetzt bei Corona könnte das ja auch vielleicht helfen. Ja, da haben sie die Pest auch versucht zu bekämpfen, indem sie sich nicht waschen. Ich weiß nicht, ob mittelalterliche Methoden so das Optimum sind. You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhua. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Protokoll zum Dorfumzug. Früher lebte im Osten... An abandoned village, Mount Tianheng. Lass mich doch jetzt mal ausreden. Früher lebte im Osten des Dorfes eine Exorzistenfamilie, aber nach etwa 2 Wochen starb die Mutter an einer Krankheit. Die kleine Tochter wurde vermisst und kurz darauf erhängte sich der Vater an einem Baum im Hof seines eigenen Hauses. Es wurde bestätigt, dass die Überreste eines bösen Akons in dem Dorf gefunden wurden. Die Dorfbewohner sind in Panik, da niemand sicher ist, ob die Überreste des bösen Akons endgültig verschwunden sind. Sei vorsichtig, wenn du dich in diesem Gebiet aufhältst. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here? Nein, in this village? nein, nein. The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. Kann überhaupt nicht sein. Nein. Das wäre ein gigantischer Zufall. Sowas denkt man sich doch nicht aus. What's this? Der Arzt hat gesagt, du seist schwer krank. Mach dir keine Sorgen. Ich werde alles geben, was ich habe, um dich zu retten. Mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie du immer erschöpfter wirst und deine Krankheit nicht mehr zu behandeln ist. Wie sehr wünschte ich könnte den Schmerz für dich ertragen. Du hast gesagt, dass du in diesem Leben nichts bereust und dass du dir nur wünschst, dass ich mich gut um Shenhua kümmere. Aber wenn du nichts bereust, warum die Tränen? Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit getan habe. Obwohl ich noch atme, fühle ich mich komplett ausgelaugt. Ich habe alle alten Texte gelesen, die ich in die Finger bekommen konnte, um nach Wegen zu suchen, dich zu retten. Aber es ist völlig sinnlos. Endlich habe ich es gefunden. Es war Mingjin. Er hatte das Buch, das dich retten konnte, versteckt gehalten. Ich nahm es und folgte den Anweisungen, um einen Gott zu beschwören und ein Opfer darzubringen. Der Gott erschien. Ich sagte ihm, dass ich bereit sei, mein Leben gegen deines einzutauschen. Er schwieg und zeigte nur auf unsere Tochter, Shenhua. Der Gott sagte, ihr Schicksal sei es, den Fluch des Unheils zu tragen und dass sie dazu neige, denen, die ihr nahestehen, Schaden zuzufügen. Der Gott sagte auch, dass sie vielleicht sogar die Ursache für deinen Tod war. Da es nun einmal so war, dachte ich, ich habe sie in der Höhle zurückgelassen, die der Gott erwähnt hatte. 3 Tage sind vergangen und immer noch keine Nachricht. Das Warten macht mich unruhig, ein unheilvolles Gefühl befällt mich.
Es tut mir leid, meine Liebe, verzeih mir. Du auch, Shenhe, bitte verzeih mir. Wie dumm ich war, wie blind. Ich möchte mich bei euch beiden entschuldigen, persönlich. Familiendrama hier. Oh. Das ist die wahre göttliche Jungfrau der Verwüstung, vermute ich. So, Shenhe is the divine damsel? Nein! Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. We've looked everywhere, but still no mention of Sybrosium. Stimmt. Let's have a look over there. Eigentlich suchen wir ja nur dieses doofe Erz. Hä? Hier war doch ein Schmetterling da. So. Wo müssen wir hin? Ups. Bin gar nicht runtergemusst. Na gut. So, Erz? Nein, natürlich nicht. Verschiedenes über Steine und Felsen. Die in Geheimessenzerz eingravierte Magie lässt nicht so leicht nach. Manche glauben, dass dieses Gestein eine Brücke zwischen den Lebenden und den Toten ist. Geheimessenzerz zu finden ist jedoch nicht einfach. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die Legende besagt, dass du Geheimessenzerz finden kannst, wenn du in der Dämmerung in der Mitte des Sees südlich des Tianhengbergs stehst und in die Richtung der untergehenden Sonne schaust. Dämmerung, See südlich des Berges, untergehende Sonne. Okay. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sybrosium. Let's go back and tell Shenhe the news. Hat die inzwischen den Onkel erstochen, oder? Ich glaube, diese Begegnung ist gerade gefährlicher für den Onkel als für Shenhe. Nee. Noch steht er. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Okay, Onkel lebt noch. Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Den ich schon wieder vergessen habe. Wie war's? See, südlich, Dämmerung, Sonnenuntergang. Okay. Shenhe, look. This tells us how to find Sybrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village,
we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Hernach! Yun Jin! Cut the chit-chat! Let's go! Auf! Ist doch langweilig, was ihr da labert. We can't let someone else beat us to it! Jonjon, hi! Danke für dein Follow. So, Mitte des Sees. Süden. Achso, ich kriege ja eben Questmarker. Ich muss hier mir gar nichts merken. Dann müssen wir wahrscheinlich... Ja gut, was zählt als Dämmerung? Wird uns hier die Quest wahrscheinlich auch gleich sagen. So. (17:30 Uhr). Okay. Nee, falsch. Ne. Ja, passt. Okay. Wenn man nichts mehr sieht, dann ist Dämmerung? Ja, bei Dämmerung sieht man auch noch ein bisschen was. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts. Hä? Sagt Ciao? Steht auch einer, den wir kennen. Ich haben wir doch heute schon mal getroffen. Hallo. Ups. Entschuldigung. Moment. Hallo. What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Gefahren des Meeres? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyun Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. Was? But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Xiao ist also... Only a single mountain lies between here and Liyues Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Okay. Worum geht's? Was ist passiert? That's everything we need! Let's head back and report in! Paimon's curious if Beto's made any progress. Hey! Wo ist es hin? So. Okay, teleportieren wir uns dahin. Was passiert hier?
Warum ist Xiao da? Irgendwas ist passiert? Haben wir eine neue Quest dafür gekriegt oder sowas? Nö. So, jetzt bau uns bitte das Dingsi, du weißt schon. Ja, wer weiß, ne? Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. Wie immer. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? Was? A-team? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Ich glaube, die kann nicht mit Alkohol. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Schnell, 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 schnell! Und dann essen! Wo mein Herz mich hinführt. Okay. Laufen oder teleportieren? Glaube ich kaum einen Unterschied. Das macht kaum einen Unterschied, denke ich. So, jetzt haben wir schon 2 Stunden hinter uns. Mal gucken, wie lange das jetzt noch geht. Aber ich denke mal, wir sind schon relativ weit am Anfang, wenn Shenny schon so... Ja. So wehmütig wird. Ach du meine Güte, das ist ja schon quasi fertig. Die bauen aber schnell hier. Respekt. Und dann ist die Frage, ob wir noch mit dem Event anfangen, weil ich glaube, das ist wirklich auch wieder sehr storylastig. Andererseits, wenn wir es jetzt nicht anfangen, dann wird es nächstes Mal ziemlich viel, ne? Es wird ja wieder Schritt für Schritt freigeschaltet, schätze ich. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir auch einfach anfangen. Mal schauen. Mal schauen. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? Ja. All 3 of you found them together. Okay,
I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yun Jin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the Plustrite yet! I can't believe it. So close, but so far. Tja, so langsam. I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here! Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Die ist einfach abgehauen, oder wie? Then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Ages. Können wir dann in Zukunft wieder da rein? Und noch was, schon 2 Errungenschaften hier. Ach, da gibt es aber nicht viel für. Einmal rollen können wir noch, wenn wir die Proben machen. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. Oh nee. Was kommt jetzt? Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Bist halt leicht zu durchschauen, würde ich Your question sagen. was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Ich bin ständig arm an Mora, von daher... Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away.
So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging? Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Hat mich gezwungen? Don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Was machen die hier schon wieder für Schmuggelarbeit? Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Ja, vielleicht. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Okay. Zwischensequenz. Den hatten wir schon mal. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepta. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone!
You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Oha. Zwischensequenzen sind ja auch immer extremst dramatisch inszeniert hier. Heieiei. So, und nu? Müssen wir noch was bekämpfen? Oder war es das jetzt? Wir angeln sie jetzt da erstmal aus dem Strudel raus oder so. Oh! What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk! I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her habe ich alive. Koga gerade da runtergeschmissen. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too! So, nü. Ich habe irgendwie einen Balken jetzt leer gemacht. Und jetzt? Ah. By royal decree! A touch of frost. Wah. Unleash! Oh! Time to act. Ey, ich war doch gar nicht mehr da. Rain outlines your fate. Nice and spicy! Submit for judgment. Ah, lass mich hier raus. Do your master's bidding! Mist. Obey! Oz revealed by... Let me leave you a verse. Gott. Swift and merciful. Ich muss mal eben was futtern. Och Mann. Wer rechnet denn schon wieder mit sowas? Habe ich überhaupt noch was zu futtern? Ja. Alles gut. Unleash! No, my sword! Obey! Unleash! From whence you came. Rain cutter! Rain outlines your fate. Na?
Bist du nicht einer in der Nähe? A touch of frost. Obey! Unleash! By royal decree. Okay, jetzt sind sie sauer. Hilfe! No, my sword! This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. Okay. Keine Truhe oder so? Nee. GG, ja, danke. Habe ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet. Schweinerei! Geht's dir gut? I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Ja, Belohnung, Belohnung. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyun Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Ach, deswegen hat sie verdammte Medizin gebunkert. Oh. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Genau wie die Heldin in der Oper. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. Ach, deswegen war auch Xiao da. Ah. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Das war ein Test. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyues' safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago.
and notice the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shanhe. Mach hier She den is a Babysitter. dear child. Für alle. In fact, one has many fond memories of Shanhe's childhood that she may be interested to hear about. Lass es. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Ja, frag mal Ganyu. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall... Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Na, da sind wir doch gerade richtig hier. Guck mal. Blut ohne Ende. Also, zumindest Erz. Das nehmen wir doch sehr gerne mit. Das kam jetzt überraschend. Hier ist ja richtig viel. Die Insel zwar markiert, aber... Oh. Na gut, man kann sich ja auch schlecht alle Plätze hier merken. Das ist ja so viel. Ist ja alles voll. Sehr schön. Habe ich jetzt schon wieder eine Errungenschaft? Tatsache. So, sonst noch was hier? Da hinten? I ride on wind and cloud alike. So, ich glaube, jetzt habe ich alles, was es hier gab. Dann zum Jadegemach. Ja, nicht? Diesmal teleportieren wir mal hier hin. Kommen wir noch gleich da hoch? Oder können wir einfach da hoch teleportieren jetzt? Teleportieren. Ja, guck mal. So einfach geht's. Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Whoa. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! Woo!
神女披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather well. Da haben sie jetzt das chinesische Original gelassen. Okay, cool. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Hey. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Ich denke mal, das wäre auch schwer, so in eine andere Sprache umzusetzen. Ah, ich denke schon, mit den richtigen Sprechern wäre es schon möglich. Aber ist halt aufwendig, ne? Ich meine, die haben, glaube ich, hier als Sprachen jetzt noch Englisch, Japanisch, keine Ahnung was noch. Also sie müssen es auf jeden Fall in Englisch und Japanisch nochmal umsetzen. Dafür bräuchte man dann Synchronsprecher, die entsprechend auch singen können. Man müsste das Ganze natürlich Lyrik umschreiben. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger als einfach nur normales gesprochenes Wort. Ja, doch. Hat natürlich seine Schwierigkeit, aber ich finde es auch nicht schlecht. War jetzt okay. Und Chinesisch hat ja einfach nochmal seinen ganz anderen Sound, ne? Nochmal komplett anders als Japanisch oder Englisch. Von daher, warum nicht? Finde ich gut. Kann man ruhig sich auch mal anhören. Und ich meine, es gibt ja Untertitel. Reicht. Haben wir ja eh. Gibt ja keine deutsche Sprachausgabe. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Okay. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Es scheint, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Hey, what are you doing? Dich verscheuchen. Calm down, Shenhe. Calm down. Okay. Mhm. Ach du meine Güte, was geht jetzt? Ach so, jetzt. Ach Gott, jetzt geht's hier los mit dem Event. Wahrscheinlich. So, was ist denn hier jetzt alles? So, ein... Aha. Flüchtige Farben im Flug. Okay, ja gut, das ist das. Nochmal flüchtige Farben im Flug. Ah! Ach Gott, das können wir jetzt alles parallel machen. Ach du meine Güte. Okay. Das ist ja mal auch spannend. So, jetzt haben wir das mal... Oh. Okay.
Ja, die werden jetzt nacheinander und der ist in 5 Tagen. Okay. So, und wenn ich das jetzt anklicke, gibt es mehrere Teile. Ah ja, und dann können wir wahrscheinlich wieder Festlichkeit sammeln oder so. Ach nee, guck mal. Ach Gott, okay, wir haben jetzt die verschiedenen, ja, Geschichten. Und die haben auch noch jeweils Teile, die freigeschaltet werden. Ach du meine Güte. Okay, hier gibt's einen Teil. Hier gibt's anscheinend nur diesen einen. Hier auch. Also hier gibt's mehrere Teile. Das ist wahrscheinlich längere Story, denke ich mal. So. Aha, aha, aha. Und das sind so Auftragsreihen. Und das kommt noch. Okay, den hatten wir doch schon heute. Tja. Fangen wir noch an? Wir können ja mal hier die aussehen wie so Mini-Quests, ne? Hier, warte. Glückliche Kameradschaften. Ach ja, genau, hier. Das habe ich ja vorhin gesagt. Wir können uns hier dann hinterher einen Charakter aussuchen. Chongyun wird es definitiv nicht. Den habe ich schon komplett. Ich tendiere zu Qingshe und Qingshu oder Xiangning. Vielleicht auch Baidu. Ningguang. Ja. Die 3 lasse ich jetzt mal wirklich außen vor. Also einer von den 4 wird es werden. Ich weiß noch nicht genau welcher. Na gut. Holde Mondbraue. Ah ja, genau. Da kriegen wir nämlich das Orchideenabendkleid für Ningguang. Da muss man nämlich normalerweise Geld für zahlen. Von daher sollten wir dieses Event definitiv nicht verpassen. So, wie steht's denn hier jetzt mit Urgestein? Jawohl. Ein Gebet nochmal. Nochmal auf Zhongli. Ja. Ich mache die jetzt alle einzeln. Wieder nichts. Schade. So. So. Das Laternen Paimon wollen jetzt nach Liyue gehen und die Leute da fragen, was für interessante Aktionen geplant sind. Ningguang scheint über etwas nachzudenken. Hat ein sonderbares Objekt namens Schattenlaterne hergestellt. Schauen wir uns das doch einmal an. Heart be pure, evil be erased. Ach, jetzt weiß ich wieder, die Schattenlaterne. Ja. Ich glaube, ich weiß, was das war. Jetzt ist auch wieder alles schön hier geschmückt. Nee, ich auch nicht. Oh, for a second there, Paimon really thought the Jade Chamber was gonna be ruined again. Was ist jetzt passiert? Oh, but it's all over now. Who knows if the lantern rite can still go on after an incident like that, though. Let's ask Lady Ningguang how things are shaping up for the festival this year. Später, später. Ich bin gerade beschäftigt. Haben sie hier wieder dekoriert. Nice, nice. So, das mit dieser Schattenlaterne, das kennen wir doch vom letzten Mal. Da mussten wir, glaube ich, Schätze suchen oder so. Bin nicht mehr ganz sicher. Aber wir finden es gleich raus. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Gather round. If you're passing by, don't pass this up. Introducing the amazing Shadow Lantern. Shadow Lantern? Ooh, Paimon's never heard of this one before. Hatten wir die nicht letztes Jahr schon? You two look like you're out to have some fun. Care to check out the Shadow Lantern, my latest invention, made to amaze and amuse. Ich bin heilfroh, dass es das Spiel nicht für die Xbox gibt und ich so nicht in die Versuchung komme, es selbst zu spielen. Da braucht man ja mehr als 24 Stunden am Tag, um das alles sich zu erspielen.
Dann erzähle ich dir besser nicht, dass es das Spiel auch für PC und für Android gibt. Also für Tablets. Und ich weiß nicht, ob es das auch für iOS gibt. Bin ich jetzt gerade nicht sicher. It's very simple. All you have to do is rotate the objects inside the shadow lantern. Get all the shadows to merge in a certain way, and the most incredible images will be revealed before your very eyes. Intrigued? You should try it out for yourself. It's set up right here. Please peruse and use at your leisure. I hope the shadow lantern shows you something truly spectacular. Sounds pretty cool. Let's give it a whirl. Okay. Löse das erste Laternenrätsel. Löse das zweite. Löse das dritte. Erkennst werden die Leute auch plötzlich lächeln. Das heißt, diesmal müssen wir es wirklich nur zusammenpuzzeln? Ich glaube, beim letzten Mal mussten wir dann Schätze suchen irgendwie. So, versuchen wir es mal. Du kannst die Komponenten der Schattenlaterne in der Herausforderung wunderschöne Schatten so einstellen, dass sie ihre Schattenkombination ein vollständiges Bild ergeben und so das entsprechende Laternenrätsel lösen. Wenn du die Schattenlaterne mit einem Gamepad steuerst, kannst du mit dem linken Joystick die Komponenten drehen. Wenn sich die Form des Schattens dem richtigen Ergebnis nähert, erhöht sich entsprechend dein Fortschritt beim Lösen des Rätsels. Sobald der Fortschritt beim Lösen des Rätsels 100% erreicht, ist das Laternenrätsel erfolgreich gelöst. Ah. Okay. Das ist doch das Jadegemach. Warte, wie kriege ich das denn jetzt? Oh. Warte, wir haben es gleich. Nee. Oh, ist das fies. Ist das nicht reichen? Ha! Ach, eine Räucherschale. Doch kein Jadegemach. Okay. Noch eins. Es gibt einen Hinweis nach einer Zeit. Okay. Was könnte denn hier rauskommen? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Mist, was könnte das sein? Ein Schiff vielleicht. Warte. Nee. Das ist gar nicht so leicht. So, also das stimmt schon. Grob. So rum. Nee. Das ist eher so ein Haus oder sowas. So vielleicht? Oh. Da haben wir das Schiff. Jetzt muss ich es nur noch richtig zurechtdrehen. Dass es richtig rum ist. Ha! Ich weiß, aber ich bin ein Sofaspieler. Da kommt zurzeit für mich nur Xbox und Switch zur Auswahl. Ja, dann hast du Glück gehabt. Komm, eins machen wir noch. Ich finde, das macht mir Spaß gerade. Das macht mir wirklich Spaß. So, hier kriegt man... Oh, das ist ja spannend. Das ist schwierig. Was ist denn das Spannendes? Ich komme ihm näher. Was ist das? Oh, hier. Das sieht gut aus. Was war denn...
Jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Warte, jetzt gerade hat's doch. Oh. Was war denn das? Das sieht doch... Nee, jetzt ist es weg. Ist. Gerade war es doch schon gut. Was ist das? Das könnte eine Blume oder so sein. Jetzt muss ich es nur noch... So. Ah! Oh, ein Drachen! Ach Gott. Das war's. Oh, schade, das macht Spaß. Das gefällt mir, das macht voll Spaß. Och, Manu. Das macht voll Spaß. So, da können wir jetzt. Was können wir dafür holen? Glitzernder Dodoko. Mhm. Ein Feuerwerk. Dafür gibt's Feuerwerk. 2 Phase 3. Okay. Next one. So, Ningguang scheint über etwas nachzudenken. Steht wieder bevor. Paimon und du wollen jetzt nach Liyue gehen und die Leute fragen, was für interessante Aktionen dieses Jahr geplant sind. Das ist aber auch Sprich mit Ningguang. Geh zum Jadegemach, sprich mit Ningguang. Naja, gut, komm. Gehen wir eben noch mal zu einer Statue, um uns ein bisschen zu heilen. Und dann können wir zum Jadegemach. Und eine Statue da. Ah. Dann sprechen wir doch einfach mit Ningguang. Wenn beide Quests heißen, sprich mit Ningguang. Ist jetzt die Frage. Das eine wird wahrscheinlich eine größere Story-Quest werden. So, ich bin im Jadegemach. Sprich mit Ningguang, geh zum Jadegemach. Ja, bin ich. So, jetzt muss ich in beiden Fällen mit Ningguang sprechen.
Von daher... Ist sie jetzt unten oder oben? Ach, haben die hier nicht alle noch irgendwas verschenkt? Ich störe nicht. Egal. So. Ich glaube, wir müssen nach unten. Hey, das kommt mir doch alles bekannt vor. Es hat es aber auch echt 1:1 nachgebaut, alles. A great many things are still unaccounted for. Was fehlt denn? The new Jade Chamber is missing many of the contents held by its predecessor. Naja gut, das ist auch ein bisschen jünger, oder? All the literature, furniture, and ornaments I had collected followed the original Jade Chamber to its watery grave. Most of it was destroyed in the process, and the small handful of items that survived intact are strewn across the water's surface. It takes someone with sturdy sea legs to handle this job. But even then, I just can't tell whether Beidou will be able to fish out everything herself. Zurückholen. Wait, so you made Beidou go and fish your stuff out of the sea for you? To claim that I made her do anything would be imprecise. We reached a mutually beneficial agreement, as is always the case in our dealings. Beidou wird dafür bezahlt, Dinge zu tun. Payment is one aspect of Man it. kann dafür bezahlt werden. But I also compensate her in other ways. Let's just say it's a little complicated. Was haben die beiden Ladies eigentlich für ein Verhältnis zueinander? Irgendwie ist das so eine Art Hassfreundschaft, oder? Anyway, Beidou is currently in the Guyan Stone Forest area. If you're interested, go pay her a visit. You may be just the help she needs. Okay. Das wäre das eine. Und die andere Quest können wir auch bei ihr starten wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt erstmal das machen. Das klingt nämlich auch so nach Minigame. Geht zur Alcor. Genau, das klingt nämlich auch so nach Minigame. Das kann es ja auch nochmal geben. Ich glaube, da teleportieren wir einfach hin. Da brauchen wir uns gar nicht in die Tiefe stürzen. Ne? You're really trying my patience. I'm sorry, but if the Jade Chamber smashed into smithereens when it hit the sea, then so did everything inside it. Just because I know the ocean doesn't mean I have the power to fish up the past. Läuft die Bergung noch gut? Oh, Traveler, what are you doing out this way? Ich bin hier, zu helfen. Great, you couldn't have picked a better time. The whole fleet's caught up with other things right now, so I'll take all the help I can get. Look, I even had to rope Xinyan into this. Xinyan ist auch da. Yeah, what's the occasion? Did you come all the way out here to do a performance? You bet I did. Nothing official, mind you. Beidou wanted to hold a feast on board, and I agreed to come play a couple of tunes. Huh? But all that went out the window when someone showed up saying they were one of Ningguang's secretaries. They called Beidou away. I think it was Bai Wen or Bai Xiao. Well, it was Bai something. Anyway, Ningguang apparently came up with the bright idea of me going out on the sea and salvaging a bunch of her old valuables. She seems pretty willing to shell out for it, too. Na dann. Well, at the end of the day, the price was right. So, yeah, we took the work. Now, if we're gonna go trawling for trinkets, we're gonna need a smaller vessel. Okay. All the available boats have been dispatched already. But by the looks of it, we're still one short. Ich hab eins.
Say you have your own vessel, do Ja. you? Great, let's take yours then. The more people we have on this job, the better. Because the sooner we get this wrapped up, the sooner we can get that feast going and actually enjoy the festival. Okay. Also wieder so ein Minigame wahrscheinlich. Und dann sammeln wir Ningguangs Möbel ein. Ist schon spannend, was die sich alles ausdenken. Aber ist süß. Süß. Nette Idee. So. I ride on wind and cloud alike. So, this is it? This is your boat? Ja. It's really, compact. But it works. It's about the right size for sweeping up junk from the water's surface. Machst du gerade mein Bötchen schlecht? The thing is, we're packed in like sardines here. There's nowhere to put my guitar. Jetzt hört mal auf zu motzen hier. Xinyan, your axe is getting a little too close for comfort. Hold up, are those treasure hoarders? We don't usually see these guys out at sea. Could they be here for the same reason as us? Come on, Traveler. Steer us a little closer. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Wir haben es ja gleich. Nee, bitte das da. Peng. Mist. Suffocate. Ey! Peng. Ey! Moment mal. Wie jetzt? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ich glaube, es hackt. Ey, der schummelt! Habt ihr das gesehen? Der schummelt! Der schummelt voll! Über die Planke mit ihnen. Okay, da ist wohl kein Platz für da. Dann einfach ins Wasser mit ihnen. Der schummelt voll! Swift and merciful. Submit for So. Mann! Ich glaub, es hackt. Huh? Why are they headed back to shore? Weil es da Schätze gibt? To reconvene with their posse, I'll bet. Speed it up a notch, Traveler. This is a chase now. Doch kein Minigame. Oh ja. Dann kriegen sie halt hier auch nochmal auf die Mütze. Die große Zusammenkunft. Bergung der Sammlerstücke und Verhöre bei Nacht. Auf den Gewässern in der Nähe der Guyen-Türme treiben viele Sammlerstücke, die bei dem Einsturz des Jadegemachs ins Wasser gefallen sind. Fahre den Wellenreiter zu dem angegebenen Gebiet und besiege alle Gegner, um die verlorene Sammlung zurückzugewinnen. Außerdem wurden einige Sammlerstücke bereits von den Schatzräubern geborgen und liegen jetzt in ihrem Lager. Dringe in das Lager der Schatzräuber ein und besiege sie, um die Kostbarkeiten des Jadegemachs zurückzuholen. Die Elite-Schatzräuber im Lager können ihre eigene Kampfmoral stärken und dadurch die Verteidigung erhöhen. Sammle die Unterwerfungsknaller in der Knallerkiste des Lagers ein und wirf sie nach Gegnern. Die Knaller fügen den Gegnern vor der Figur Pyro Schaden in einem großen Bereich zu und können den verstärkten Zustand der Elite-Schatzräuber beseitigen. Geil! Matsu kann mit Feuerwerk spielen. They're gaining on us. We can't give them the slip. Ey! Carmen! Carmen? What kind of treasure hoarder has a name like that? One that I happen to know pretty well. Didn't think we'd be running into him. Erstmal die Kleinen loswerden jetzt. Insubordination!
One with my blade. From whence you came. Rain outlines your fate. Nice and spicy. Rain cutter. I got careless. Picked. Lass doch nicht da. Nein, was tust du? So, wer von euch ist die Elite? Anscheinend du. Midnight Phantasmagoria. You're toast. Spirit blade. Attack. Forth my blade. By royal decree. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse, body and mind. One with my blade. Submit for judgment. But how? Feuerjagd! Stop! All of you! Are you blind? Can't you see this is Captain Beto? Genau, ihr undankbares Pack. Captain Beto, it's been a while. Still fighting fit, I see. I guess it has been a while, Carmen. You're looking a little worse for wear. Maybe if you did your own dirty work rather than dispatching your minions, you wouldn't be so out of breath right now. How you jest, Beto. Very amusing. To get serious for a second, though, I'm gonna be needing all of this. So put everything down, and I won't cause you any more trouble. Of course, of course. Whatever Captain Beto wants. You heard her, people. Drop the goods. Here you are. It's all here. So, we'll take our leave now? Wow, he did what we asked without a second thought. Die Kapitulation ging echt schnell. Couldn't run off quickly enough either. Don't waste any more time on them. We've still got salvaging to do. But we should load this stash onto the boat first. Come on, Traveler, help me out here. So viel Platz habe ich nicht. Ist hier sonst kein Herz? Echt? Nur das eine? Auf der Insel war ich auch vorhin schon, ne? Ich habe nur eins übersehen. Ah, okay. Whatever. So, aufpassen, dass ich nicht gleich wieder saufe hier. Wenn ich keine Energie mehr habe. So. Meep, meep. Hey! There's some things floating on the water! I can't quite make out what they are. Let's bring them in and take a look. Jo. I'll take the rudder. Traveler, Xinyan, go reel them in. Noch mehr? Oh, gut. Bald haben wir keinen Platz mehr. Noch mehr. Hey! Looks like another treasure hoarder raft straight up ahead. But why is it empty? I guess Carmen told all his people to call it off. Smart choice. He knows who he's up against. Let's keep going. Hallöchen. Come on. We gotta wrap this up soon. Leave the junk
take anything and everything of value. And I need a few of you to load the boat up. Move it! Whatever you're about to do, don't. And whatever goods you're holding, they're mine now. Beto? What are you doing here? I might ask you the same question. I mean, what does it look like? We got lucky, found some treasure floating around in the ocean. If you see anything you like, it's yours for the taking. A token of our esteem for the mighty Captain Beto. Okay. Is that right? Well, good. I'll take it all. Come on. Be reasonable here. No. Me and the guys have been busting a gut gathering all this up. You gotta leave us a little something, surely. No. Let me make this crystal clear. These things do not belong to you, and they never will. That's a little, hey, why don't we start over here, huh? Huh. Sounds a lot like you're stalling to me. Talk is cheap. Let's settle this the old-fashioned way. Okay. Einfach auf die Mütze. Das kann ich. Ups. A touch of frost. From whence you came. Oz, reveal thyself. No, my sword. Forth, my blade. Witness the power of Gugwa. Submit for judgment. Enough. By royal The boat's loaded in the water, boss. Come take a look. Captain Beto pulls no punches. Retreat! Retreat! If the boss is bailing, we'd better bail too. Looks like they're out of here. We're sorry we offended you, Captain Beto. Give us some time. We'll find a way to make it right. I promise. Rennt! Rennt, ihr Gesindel! Boy, they sure ran off quickly. Who cares? They didn't take anything with them. The bigger problem here is there's no way all of this is going to fit onto your boat. Okay, here's what we're gonna do. Unload the boat and put everything here in one place. Based on the original plan, Sea Drake's boat should be coming past here at some point. When they get here, we'll hitch a ride with them. In the meantime, traveler, head back to the Jade Chamber and deliver a message to Ningguang for me. Just tell her we're almost done fishing for trinkets here, so she should start getting my compensation ready. Okay, verstanden. All right, thanks, If both Carmen and Leo were here, then I wonder if that other boss of theirs, Big Sis, is snooping around. I've got to tell Sea Drake and the rest of the crew to stay on high alert. Rain outlines your fate. Also wieder hoch zum Jade-Palast. Jadegemach, nicht Palast. No, my sword. Hockt sie da? Ordentlich gestapelt Schriftrollen. Ein ordentlicher Stapel Schriftrollen. Jedes Blatt Papier ist so dünn wie der Flügel eines Insekts. Vielleicht sind das hier nur Kalligrafiewerke? Geht lieber mal mit Ningguang.
Welcome back. I trust Beidou is making good progress on salvaging the items. No, also es ist so... Treasure hoarders. I see. Yes, I can imagine that must have been rather irksome. It sounds like you scared them off on this occasion. But it won't end there. They are not the type to forgive and forget. You needn't concern yourself with them any further, though. Leave them to Beidou. She is well versed in handling treasure hoarders. I will be sure to make preparations for her compensation. I also owe you my thanks for coming all this way to deliver Beidou's message. Here, please take this as a token of my appreciation. Paimon freut sich schon. Please excuse me. I have other business that demands my attention. I wish you a fun-filled festival. Aha. Verhöre bei Nacht. Zurückgewonnene Sammlerstücke. Einige Schatzräuber erdreisteten sich, einen Teil der verlorenen Sammlung vom Jadegemach zu stehlen. Jetzt ist es Zeit, das Lager der Schatzräuber zu überfallen, diesen unverfrorenen Räuber eine Lektion zu erteilen und alle verlorenen Sammlerstücke des Jadegemachs zurückzugewinnen. Aha, aha, aha. Jetzt ist noch das ruhig, okay. Das reicht noch nicht, oder? Oh, doch! Na denn? Oh, was Lilanes? Was kriegen wir? Ein Favonio-Schwert, ja, nice. Waffen kann ich immer brauchen. So, also wir können jetzt als nächstes Sachen bergen. Wollen wir das einmal machen? Wird ja ungefähr so sein, wie wir es jetzt hatten, oder? Eine Herausforderung? Komme ich da überhaupt hin? Muss ich wahrscheinlich hier lang laufen. Schauen wir mal. Das erste machen wir noch. Und ich glaube, dann ist auch langsam gut für heute. Ist schon fast Mitternacht. Und die anderen, ich will jetzt einmal gucken, wie das läuft. Und die anderen mache ich dann wahrscheinlich für mich. Oder nächste Woche. Ist ja auch noch Zeit. Da wird ja noch ganz viel freigeschaltet. So, wir müssen jetzt hier irgendwie rüber. Das war doch alles gespickt mit Viehzeug, oder? Boah, jetzt sieht's noch gut aus. Da habe ich sogar noch eine Truhe stehen. Haha. Eieiei. Die wachen sich ja auch noch auf? Natürlich wachen die auf. Allesamt. Hier habe ich mich auch noch nicht so oft rumgetrieben. Oh! No, my sword! Let me weave you a verse. Wings of darkness, come, sever night from Upsi! day. Aua! 4! From whence you came, swift and merciful. Rain outlines your fate. Der kommt da nicht durch. Geil. You're toast. Au! Now I'm really in Mist. Witness the power of Gugwa. Da müssen wir gerade mal was gegen tun.
Heieiei. Ist das neu? Oder war ich in der Ecke noch nicht so oft? Muss ich mir auf jeden Fall merken. Submit for judgment. Midnight Phantasmagoria. Nein! One with my blade. Hä? Wir haben jetzt einen von 4 erledigt? Heilen die sich oder was ist los? From whence you came. Let me read you a verse. Out of the frying pan, into the fire. Oh, weia. Na, wiederbeleben kann ich noch nicht. A touch of frost. Boba, get them! No, my sword! Spirit blade. Attack! Swift and merciful. Eat this! Not good. Body and brain cutter. I cannot underestimate my enemy. The scourge of evil. Mist. Remains. Das war jetzt nicht so gut. Oh, ich hab sie alle erwischt. Eieiei. Eieiei. Na, das lief ja super. Rain outlines your fate. Oh, ich krieg die Truhe. I hope we find long-lost ancient literature. War ich hier noch nie? Ich kann mich nicht erinnern, schon mal eine Ecke gefunden zu haben, wo 4 von den Viechern unterwegs waren. Seltsam. Naja. Immerhin viel Loot. Und das brauche ich. Gerade. So, jetzt ist natürlich doof mit Wiederbelebung. Da müsste ich besser zum Turm gehen. Das dauert sonst zu lange. Ach komm. Geht schon irgendwie. So. Besiege alle Gegner. So Time to act. Oder? Was war das für ein Geräusch? Wie lange muss ich warten? 98 Sekunden oder 1,5 Minuten. Ach komm. No, my sword! Let me read you a verse. Out of the frying pan, into the fire! Forth, my blade. From whence you came. Okay, eigentlich wollte ich den kleinen machen. Ja. Boba, get them! Body and mind. Au! Witness the power of Gupa. A touch of frost. Really making me angry. Submit for judgment. Nice and spicy! We're open. Reicht.
So, und das ist es dann immer. Einfach nur draufhauen. Anscheinend. Zurückgewonnene Sammlerstücke. 1 von 3. Okay, das heißt, das geht noch weiter, oder wie? Ah, da hinten. Ah, okay. Jetzt könnten wir auch... Na, noch nicht ganz. 4 Sekunden noch. No, my sword! Alles mitnehmen in diesem Spiel. Alles. Kannst du irgendwie verwursten. So, wo sind denn die? Oh, da, okay. Upsa! Ach, Mann. Oz, reveal thyself! Another one with my blade. Freeze! Let me read you a verse. Swift and merciful. Rain outlines your fate. Hey! Die Unterwerfungsknaller, ey. Ihr seid noch diese Unterwerfungsknaller. Forth, my blade. But how? A touch of frost. Really making me ain't tough. Aber noch mehr Kristalle. Und viel Mora. Ich bin ja immer knapp bei Mora. Perfekt. Zumindest wenn ich mal wieder loslege und mein Team trainiere. Ist Mora immer das Erste, was weg ist. So. Okay, und die letzten sind einmal über die Inselzunge und rüber. Okay. No, my sword. Ah, da ist ja noch mehr. Herz. Moment. Mist. Oder Krebs. Dann sammle ich dich ein. So. Okay. Ach nee, da sind... Mit denen will ich nicht spielen. Dich nehmen wir mal mit. Komm schon. Jawohl. Mist. Ach, Mensch. Komm runter. Halt nicht. So, wo sind sie denn da? One with my blade. Huh? Rain outlines your fate. Midnight Phantasmagoria! Let me weave you a verse. From whence you came. You're toast!
No rest for the wicked. Wings of darkness, come, sever night from day. What the? Huh? Forth, my blade. Yikes. By royal decree. Spirit blade, attack. Wo kommt ihr denn her? Ihr wart aber nicht eingeladen, da bin ich ziemlich sicher. Hey! Mein Material ist alle hier. Eine maximale Anzahl? Wieso seid ihr denn jetzt hier? From whence you came. Genau, verschwindet! Rennt! Ihr Maden! Ey! So, jetzt haben wir alles, oder? Hey, Feierfalke! Wo sind die Geburtstagsknaller? Überraschungsfeier haben sie gehört, genau. Genau. So. Da haben wir alle. Und die Herausforderungsbelohnung haben wir auch bekommen. Okay. Was kriegen wir überhaupt für die? Für diese Dinger? Also für die kriegen wir Knaller und Bruchstücke. Okay. Ja, und... Ah ja. Erfahrung. Und hier... Ah, okay. Ja, natürlich. Das ergibt Sinn. Gegenstände. Einfach für unsere Kanne. Okay. Ich glaube, wir teleportieren mal besser hier weg. Weil du Geburtstag hast, kommen sie alle nur wegen dir. Na dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jetzt Punkt Mitternacht oder der Tag davor? Bitteschön. Heute den Mittwoch, okay. Dann haben wir ja gerade reingeböllert. Genau. So, wir haben jetzt genau eine Anleitung gekriegt. Echt. Das war jetzt ein bisschen mager, aber gut. Kommt ja alles noch. Okay. Nee, ich wollte jetzt nicht. Nein. Schon gut. So. So, die nächste Quest hier, die dritte, die machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Haben wir jetzt noch ein bisschen Urgestein gekriegt? Urgestein, sagte ich. Warum denn da nach rechts oben? Ah, passt. Alles gut. 71. Wir könnten jetzt noch 40 kriegen, indem wir da ausprobieren. Das reicht aber dann nicht fürs Ziehen. Genau. Wir haben jetzt eigentlich zumindest die 2 Aktionen, die wir freigeschaltet haben. Die große Zusammenkunft. Ja gut, die haben wir nicht komplett gemacht. Jetzt da könnten wir noch eins machen. Da gibt es aber auch nur noch die Embleme für. Das ist ja mager. Spannend. Ah, hier kommt ein bisschen später. Kommt ein bisschen später. Kommt ein bisschen mehr später. Das wird wahrscheinlich erst... Ah ja, dann muss ich die hier fertig machen, dann kommen hier die nächsten. Aber das ist alles nur, ja, Minigames. Von daher, das werde ich wahrscheinlich so zwischen den Streams einfach machen. So, die Laternenrätsel, da haben wir jetzt die ersten schon gemacht. Das macht Spaß. Da freue ich mich schon drauf, auf die nächsten Rätsel. Meeresverteidiger kommt erst in 5 Tagen. Und das hier machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, es reicht für heute. Wir haben ja richtig gut was geschafft. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf. Habt einen tollen Tag heute.
morgen einen tollen Geburtstag feier, Falke. Und wir sehen uns das nächste Mal. Wann habe ich denn jetzt den nächsten eingestellt? Für Freitag. Freitag 20:30 Uhr spielen wir wieder Detroit Become Human. Und greifen dann hoffentlich die eine oder andere Trophäe noch ab. Die eine oder andere. Es sind nur noch 2 übrig. Wir werden wahrscheinlich nicht zu Platin kommen, aber vielleicht schaffen wir ja noch die eine Magazin-Trophäe. Und dann, natürlich nicht verpassen, am Sonntag spielen wir Pokémon Legenden Arceus live hier auf Twitch. Also falls ihr euch für Pokémon interessiert, hoffe ich, dass ihr dann dabei seid. Steht im Zeitplan. Ansonsten, macht's gut. Wie gesagt, noch einen schönen Abend und bis Freitag. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Ciao, meine Lieben. Und gerne, Tron. Gerne.